Im Frühjahr, da wird der Gärtner ja gerne mal zum Baumeister. Und ich will euch heute zeigen, wie man aus solchen Robinienstämmen hier ein tolles Spalier baut. Was braucht man dazu noch? Ich brauche Ruckzuckzement, ich brauche Spanndraht und die entsprechenden Beschläge. Und warum Robinie? Na, erstens, weil es ein sehr langlebiges Holz ist und widerstandsfähiges. Und zweitens, weil es durch seinen verdrehten Wuchs eigentlich einen ganz schönen Aspekt in den Garten hineinbringt. Und warum mache ich das Ganze? Naja, ich will in meinem Garten Kiwis und Weintrauben anbauen. Und wie man in 4 Schritten zu einem Robinienspalier im Garten kommt, das zeige ich euch jetzt. Los geht's natürlich mit den Löchern, etwa 60 cm tief. Und weil das eine schweißtreibende Arbeit ist, sollte man sich am besten noch einen fleißigen Helfer suchen, wie hier den Sami, der richtig was am Spaten kann. Standort für meine Pergola oder für mein Spalier, idealerweise Süden oder Südwesten, weil Kiwis und Wein sind richtige Sonnenanbeter. Am besten nicht eine Ostseite, weil die Kiwis, die sind frostempfindlich. Ansonsten hier am Gewächshaus, das wärmt sich schön auf, strahlt Wärme ab. Da freuen sich die Kiwis ganz besonders drüber. Der Pfostenabstand für die Robinienpfähle ist etwa 2 Meter, bedeutet für ein 6 Meter langes Spalier braucht man 4 Löcher und 4 Pfosten. Jetzt wisst ihr, warum wir einen Helfer dabei haben. Die sind nämlich ganz schön schwer. Der Vorteil bei Robinienholz ist, die kann man direkt einbetonieren. Ich brauche also keinen Pfostenschuh, wie zum Beispiel bei Lärche oder Kesseldrick imprägniertem Holz, sondern kann direkt loslegen. Hier, jetzt kommt Beton rein und wir versuchen ihn so ein bisschen schon nach außen zu schwenken, also nicht ganz gerade einzubetonieren, weil dann kommt ja nochmal der Druck durch das Spannseil und dann geht er wieder ein bisschen nach innen. Also jetzt kann der Sami kommen und bringt den Ruckzuckzement mit. Solche Robinienstämme gibt es in unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichen Längen. Die sind so 3,50 Meter, 4 Meter lang. Kostet so ein Pfosten 70, 80 Euro, denke ich. Naja, und deswegen geht es auch nur zu zweit. Einer muss halten, der andere füllt den Ruckzuckzement ein. Apropos Ruckzuckzement, warum heißt der so? Naja, weil es ruckzuck mit dem Zement geht. Hier, da kommt gleich Wasser drauf und der bindet sehr, sehr schnell ab. Und ich kann heute Abend schon erste Belastung drauf geben. Weil die Spanndrähte hier an dem Pfosten nach da ziehen, spannen wir den Pfosten so ein bisschen in die Richtung vor. Also er ist nicht ganz gerade, sondern ein bisschen nach außen geneigt. Und ganz wichtig, wenn man den Ruckzuckzement verwendet, da muss man immer mit einer Stange ein bisschen Löcher reinmachen, damit das Wasser auch bis ganz unten durchkommt. Und das Schöne an dem Ruckzuckzement ist, ich muss nicht den ganzen Tag hier stehen, sondern kann jetzt schon loslassen. Auch wenn die Stangen hier ein bisschen krumm sind, wir wollen es trotzdem so einigermaßen gerade haben. Deswegen spannen wir eine Schnur. So, jetzt können wir die beiden anderen Pfosten hier an der Schnur ausrichten. Einfach. So, die Pfähle
Die sind jetzt richtig fest. Ich habe ein paar Stunden gewartet. Jetzt geht es natürlich dran, die Spannseile zu befestigen. Was wir dazu brauchen, ist natürlich das Seil. Wir brauchen Haken. Und wir brauchen natürlich einen Spanner, damit wir das Ganze auch auf Spannung bringen können. Also ich habe mir überlegt, für den Wein und den Kiwi wäre es gut, bei 70 cm mit dem ersten Draht anzufangen und dann 3 Drähte mit einem Abstand von 50 cm oben drüber. Jetzt kommt der Haken an die Pfosten. So, die Haken sind drin, das Seil ist durchgezogen. Muss auch relativ stabil sein, weil da kommt ja eine richtige Zugbelastung drauf. Das ist ein sogenannter Spanner. Den hängen wir hier ein. Jetzt muss das Seil noch entsprechend abgelenkt werden. So lang muss es sein und dann können wir es hiermit spannen. Na, muss noch ein bisschen gestimmt werden. Nee, Spaß beiseite. Jetzt kommen noch 3 oben drüber und dann sind wir fertig mit unserem Spalier. Naja, warum jetzt überhaupt die Spanndrähte? Ich möchte ja später Kiwi und Wein hinpflanzen. Das sind sogenannte Schlingpflanzen. Deswegen brauchen sie auch was, wo sie dran schlingen können, wo sie sich also festhalten können. Dafür sind dann diese Spanndrähte. Das Ganze kostet so Material 380, 400 €. Und mit 2 Mann sollte man dann schon einen Tag eigentlich veranschlagen für die Arbeit. Aber ich finde, lohnt sich und gibt der Wand nochmal hier ein ganz anderes Aussehen. Wenn euch meine Tipps zum Bau eines Rubinienspaliers gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal. Naja, und warum habe ich das Ganze gemacht? Na, ich will ja noch Kiwis und Weinreben pflanzen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in meinem nächsten Video. Also dranbleiben.